Hallo? Kann man hier Airsoft spielen? Wilson! Wilson, warst du das? Gibt es hier Kaffee? Kaffee? Oh. Kaffee! Mehr Kaffee? Oh, da ist ja noch einer. Hallo! Da sind wir hier, ihr könnt es unschwer erkennen. Leute, ich habe dieses Bild schon 1000-mal bei Social Media gesehen. Und ich muss zugeben, ich war noch nie hier und habe gesagt, ich muss einmal hierher kommen. Und heute ist es endlich soweit. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, dass ich heute bei dir hier sein darf. Sehr, sehr gern. Dankeschön. Kaffee hat es ja auch schon gegeben. Was werden wir heute hier sehen? Ja, also wir sind in der Area 13 Leipzig. Erstmal natürlich noch Hallo Leute an alle. Ganz wichtig. Ja, was wollen wir heute machen? Wir wollen uns einmal die Area 13 komplett angucken. Was erwartet euch hier? Was bieten wir an für euch? Ja, und da gehen wir gleich einmal rum, würde ich sagen. Jawohl, da freuen wir uns drauf. Wir wollen das Feld sehen, wir wollen alles sehen. Wir wollen sehen, was wir hier machen können. Ich würde sagen, wie immer, nicht lang quatschen. Los geht's! Nein, Leute, das war noch nicht der Rundgang. Erst wollen wir hier 2, 3 Fragen geklärt haben. Und zwar, möchtest du dich uns, ihr kennt ihn sowieso alle, aber trotzdem noch mal vorstellen. Wer bist du denn? Ja, sehr gern. Ich bin der Martin von der Area 13. Die meisten, denke ich mal, kennen meinen Spruch Hallo Leute. Hat sich ja ganz gut durchgesetzt. Ja. Genau, deswegen wird der natürlich auch immer mit dabei sein. Ja, ich bin hier von der Area 13 mit Gesellschafter, Geschäftsführer. Macht das Ganze natürlich nicht alleine. Mittlerweile sind wir ein Team von über 10 Leuten, ja, die hier alles mit betreiben. Also angefangen haben wir mit unserer ersten Area 13 noch an einem anderen Standort tatsächlich. Da kam auch der Name her, Area 13, weil wir haben in Mockau gestartet in Leipzig. Das war der 13. Bezirk von Leipzig. Dafür ja, haben wir uns einfach abgeleitet mit Area 13. Jetzt sind wir quasi in Paunsdorf, stimmt nicht mehr, aber den Namen haben wir trotzdem behalten. Genau, weil die erste Halle mussten wir leider aus brandschutztechnischen Gründen nach 1 Jahr schließen. War ein bisschen schade, aber ja, längere Geschichte gewesen. Ja. Aber da mussten wir leider raus und haben dann glücklicherweise relativ schnell ja, das Objekt hier gefunden. Aber ihr seid jetzt dann hier angekommen. Seit wann gibt es dieses Feld hier? Genau, jetzt hier sind wir seit 2019. Seit 2019. Also Genau. Aber entscheidend für uns ist, Leute, dass wir einfach hier sind. Also wenn ihr spielen wollt, dann müsst ihr jetzt hierher kommen. Und jetzt möchte ich natürlich wissen, ja, wo ist denn überhaupt hier? Wo finden wir euch? Genau, also jetzt hier die Area 13 ist in der Riesaer Straße 72 in Leipzig. 04328 wäre quasi Leipzig-Paunsdorf. Ja, wie kommt man hierher? Also man hat verschiedenste Möglichkeiten. Wir sind einmal ganz nah an der Autobahn dran. Wenn man mit dem Auto kommt, wäre Leipzig-Ost einfach die Ausfahrt. Und dann noch 2 Minuten ist man hier. Ja. Ansonsten kann man aber auch mit einem öffentlichen anreisen. Das ist halt hier sehr cool. Wir haben direkt einen Straßenbahnhof vor der Haustür quasi. Da fährt eine Straßenbahn, da fährt ein Bus. Und man kommt sogar mit der S-Bahn hierher. Auch die Haltestelle ist nicht weit weg. Also da ist man selbst mit einem öffentlichen, ja, kann man sehr gut herkommen. Also Leute, es gibt keine Ausrede, nicht hierher zu kommen. Das stimmt. Die gibt es einfach nicht, ja? Das stimmt. Und wir haben oft auch welche sogar, die aus Berlin, aus München mit einem öffentlichen anreisen, weil die sagen, sie sind zum Teil sogar schneller als mit einem Auto. Ja. Ja. Und ich kann es bestätigen, ich bin heute mit dem Auto angereist und kann sagen, du musst ja auch nicht großartig durch die Stadt oder sonst was fahren. Nein, das ist relativ eben außen gelegen und du kommst hier super hin. Also wirklich perfekt erreichbar. Ja. So, jetzt nähern wir uns langsam, aber wirklich dem Rundgang über das Feld. Kannst du uns vorab schon mal sagen, wie groß ist denn hier das Feld? Wie viele, ja, ich weiß es ja schon, Felder gibt es denn im Feld? Genau, also wir haben die gesamte Area 13, hat 4.500 Quadratmeter. Boah. Ist aber quasi auch mit den Aufenthaltsbereichen allem drum und dran. Mhm. Genau, wir haben 2 Spielfelder, wie schon erwähnt. Wir haben einmal das CQB-Feld, unser Bürofeld ist quasi das kleinere von beiden. Das umfasst ungefähr 1.500 Quadratmeter. Und wir haben das größere Feld von beiden, das wäre unsere 100 Meter Grenzstation. Die ist dann quasi einmal über die gesamte Hallenlänge, die Etage tiefer. Die ist umfasst ungefähr 2.200 Quadratmeter im Spielfeld, ja. Das ist groß, Leute. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal im Detail an. Los geht's. Klingeling! Ja, hier gibt's was zu essen und zu trinken. Das heißt, ihr seid, wenn ihr hierher kommt, auch bestens versorgt. Ihr wisst ja, ohne Mampf keinen Kampf, sagen so manche. Egal, ciao. Was ist das hier? Ja, wir sind hier bei unserem Infopoint, der wird ganz gerne genutzt, wir wollten noch mal zeigen. Einmal haben wir hier unten quasi ja, immer Kameraausschnitte vom Spielfeld direkt. Ist quasi auch live, also auch wenn man gerade nicht spielt, kann man auch zugucken, ja, was die da unten gerade so treiben. Und natürlich entscheidender Punkt für alle, die in der Lobby sitzen. Bei uns ist ja immer rundenbasiert.
Und ihr seht quasi hier oben unser Buzzer-System fürs CQB-Spielfeld, fürs untere Spielfeld, wo immer angezeigt wird, wie lange läuft das Spiel noch, wie viele Leben haben die noch oder was auch immer gerade für ein Modus eingestellt ist. Da kann ich mich quasi schon mit meiner Gruppe dann fertig machen, wenn ich sehe, okay, die haben jetzt nur noch 2 Minuten, dann kann ich mich schon mal so weit aufrödeln, dass danach quasi gleich in meine Gruppe reingeht zum Beispiel. Da kann man natürlich auch schauen, was machen die anderen so. Genau. Aber du hast jetzt schon gesagt Spielmodus, das heißt, ihr habt verschiedene Spielmodi hier an euren Spieltagen immer. Was spielt ihr denn so klassischerweise? Genau, also klassischerweise haben wir halt immer diese 3, was ihr hier oben seht. Last Man Standing wäre quasi das Team Deathmatch. Allerdings ist dort die Lebensanzahl immer fürs Team. Jetzt zum Beispiel 30 Leben, hat das Team halt 30 Respawns. Hier, der gehittet ist, geht zurück. Dort haben wir ein Buzzer-System, muss quasi auf den Knopf draufdrücken. Das System zieht ein Leben ab, er kann wieder ins Spiel einsteigen. Das ist so der Klassiker, Team Deathmatch, ne? Dann haben wir Hoheit Mitte, auch ganz cool. Hier in der Mitte sind quasi mehrere Buzzer verteilt. Die kann ich drücken und damit Punkte für mein Team sammeln. Und damit vorher halt eine gewisse Punktzahl eingestellt. Und wenn ich die halt erreicht habe, dann hätte mein Team auch gewonnen. Ja. Und quasi das letzte wäre dann King of the Hill oder auch Herrschaft, wie man es halt nennen will. Da wäre quasi auch wieder den Mittelbuzzer. Ich muss meinen drücken und dann beginnt eine Zeit zu zählen. Wer zum Beispiel jetzt zuerst hier 15 Minuten gehalten hat, 5 Minuten gehalten hat, was auch immer, würde dann damit die Runde gewinnen. Quasi so dieser klassische Herrschaftsmodus. Ja, und das sind die. Du hast auch einen eigenen Laden, wie wir gerade gesehen haben. Was wird denn hier alles verkauft? Gut, ihr habt schon gesehen, Zubehör, also Kugeln, Gas natürlich für eure GWBs. Wir haben hier schon gesehen Schutzausrüstung, wir haben hier gesehen auch dann Optiken. Und jetzt sind wir hier in der Waffenkammer. Genau. Also ihr habt ja gerade meinen Einstieg gesehen, Paintball Shop Leipzig, aber der Name ist ja leider so ein bisschen historisch, also es ist im Endeffekt Paintball und Airsoft Shop Leipzig, muss man klar sagen. Da nicht abschrecken lassen vom Namen, was wir manchmal so in die Frage haben. Ja, genau. Was haben wir alles so da? Also wir haben sämtliches Zubehör im Bereich Paintball, im Bereich Airsoft, Outdoor-Equipment haben wir da. Also quasi so, ja, man kann im Endeffekt, sage ich immer, nackig hier reinkommen und geht halt komplett ausgestattet wieder raus. Ja, das heißt, wenn ich auch hierher zum Spielen komme und mir gehen die Kugeln zum Beispiel aus, dann ist hier genügend da. Das heißt, ihr könnt hier immer für Nachschub sorgen. Das ist ganz klar, Leute, zwischendurch mal gesagt, Link sowohl vom Feld als auch vom Shop findet ihr natürlich in der Beschreibung. Schaut mal hier auf jeden Fall vorbei. Hier gibt es wirklich sehr viele, sehr tolle Sachen. Ja, das definitiv, ja. Und natürlich auch immer schön, wir haben auch viele Live-Spieler, wenn die natürlich das Hobby dann cool finden, da Interesse dran haben, kommen die danach auch oft hierher, lassen sich schon mal beraten, was brauchst du als Einstiegsausrüstung etc. Und können im besten Fall auch gleich halt alles da mitnehmen und halt im Hobby direkt durchstarten. Das ist halt immer ganz cool. Ja klar, und Beratung, ja, wenn sich jemand auskennt, dann wohl du, dann wohl ihr hier. Leihausrüstung ist ein ganz guter Punkt. Ich nehme schon mal vorweg, Leute. Ja, schauen wir uns später an. Gibt's natürlich, aber später dazu mehr. So, da bin ich auch. HPA wird ja immer mehr. Das heißt, dafür habt ihr auch hier quasi die Lösung parat, damit dir nicht die Luft ausgeht. Stimmt's? Genau, die Füllstation ist hier. Ist jetzt hier bei uns eine 200 Bar Füllstation. Die könnte auch rein theoretisch 300 Bar, aber nicht alle haben 300 Bar Flaschen. Deswegen ist die abgeregelt auf 200 Bar. Kompressor ist auch dahinter. Also immer Luft da. So, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Weiter geht's. Hier ist so einiges tapeziert an den Wänden. Woher kommt denn das? Ist das Kunst? Das kann man auch Kunst nennen, aber es resultiert daraus, dass wir ursprünglich eine Airsoft- und Paintball-Halle hier waren. Genau, wurde natürlich alles gereinigt, aber klar hat man immer noch hier ein bisschen was dran, aber es färbt nicht mehr ab.
Aber man sieht natürlich noch, dass hier auch mal Paintball gespielt wurde. Also du hast aber gesagt, hier ist jetzt aktuell nur Airsoft und kein Paintball. Also Leute, hier könnt ihr nicht mehr zum Paintball spielen kommen, sondern wie gesagt, nur noch Airsoft. So, du hast ja schon, beziehungsweise wir haben schon über Spieltage gesprochen. Wo finde ich eigentlich Infos, wann eure Spiele stattfinden, eure Events und so weiter? Ja, also prinzipiell über unsere Social Media Plattform posten wir mal alles, also sei es Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Link in der Beschreibung. Ja, sind wir überall vertreten und da wird natürlich auch mal gepostet, sind noch Plätze frei, ja, nein, vielleicht. Prinzipiell kann man davon ausgehen, jeden Samstag, jeden Sonntag ist immer hier Spieltag und findet auch immer andere Spieler da, also ich kann mich auch anschließen. Wichtig bitte nur vorher gerne buchen, also nochmal neu, gerne buchen, weil wir viele Spieler haben, die natürlich einfach so herkommen, die schicken wir jetzt auch nicht weg, wenn es alles passt, aber wie gesagt, die Gefahr besteht natürlich, dass wir sagen, okay, wir sind schon komplett voll und dann umsonst hergefahren zu sein, ist ja auch. Wer darf denn hier überhaupt spielen? Sprich, ab wie vielen Jahren darf man hier bei euch spielen? Also bei uns prinzipiell freigegeben ab 14 Jahren. Also ab 14 kannst du loslegen. Wir haben natürlich auch Ausrüstung für die 14-Jährigen da, wenn ich jetzt keine selber habe zum Beispiel. Logischerweise ab 14 bis 0,5 Joule kannst du hier mit loslegen. Wir sind auch offen für alle, kann man sagen. Also muss jetzt hier nicht irgendwo Mitglied sein oder irgendwas. Okay. Quasi einfach, ich sage, ich habe Bock auf Airsoft, buche meinen Termin, kommst du her, los geht's. Wenn wir schon bei den Waffen waren, jetzt hast du gesagt, klar, 14 Jahre unter 0,5 Joule. Nächste Frage, die uns aber brennend interessiert, kann ich hier mit meinem Gewehr, mit meiner Pistole herkommen? Grundsätzlich ja, aber nur, wenn sie maximal wie viel Joule denn hat. Genau, bei uns Joule-Grenze 1,2 Joule. Ja. Wir haben einen ganz geringen Toleranzbereich, also wir sagen immer so bis 1,22 drückt man ein Auge zu, alles cool. Aber danach sind wir schon relativ streng, mit 1,25, 2,6 wird es dann schon grenzwertig. Weil ihr habt das Feld gesehen, das CQB-Feld, sehr kurze Abstände, auch das nächste Feld hat jetzt klar auch mal längere Schusswege, aber die meisten spielen sich trotzdem so auf maximal 30 Meter ab. Wirklich Maximum so. Also, gehen wir weiter. Oh, ich bin hier gerade mal durch diesen Lüftungsschacht. Du musst ein bisschen durchatmen, sag ich mal. Ganz schön anstrengend hier. Und wie ihr seht, richtig verwinkelt, richtig verschachtelt und sehr weitläufig hier. Also hier hast du richtig, richtig Spaß am Spiel, wenn du so wirklich auf CQB stehst. Oh, mega einfach. Ja, Leute, ist schon sehr cool hier, ne? Muss ich sagen. So, du hattest aber noch einen wichtigen Punkt, sage ich mal. Genau. Der wird relativ häufig gefragt und zwar ist bei uns mit Bang-Regel. Ist bei uns nicht, kann man das gleich von vornherein sagen. Das kann man vielleicht auch eher die Joule-Grenze verstehen, deswegen halt nur diese 1,2 Joule. Weil ihr seht, hier ist alles sehr verwinkelt. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich mache jetzt hier diese Mindestabstandsregel, müsste ich eigentlich in jeden Raum reinkommen und erstmal überall Bang rufen. Ja, und das macht natürlich das Spielgeschehen komplett kaputt. Deswegen bei uns kein Bang. Es gibt natürlich Gentleman's Bang. Wenn die Situation ist komplett klar ist, ich im Lauf hin, stehe hinter jemanden, kann ich auch sagen, hier, Bang. Und muss jetzt nicht unbedingt den Rücken zutackern. Ja, richtig. Ist dann halt, kann dann aber jeder für sich entscheiden. Aber wie gesagt, da kann man auch mitdenken und sagen, okay, den Schuss kann ich mir auch sparen. Aber wie gesagt, prinzipiell, ihr kommt in den Raum rein, steht euch gegenüber, der da zuerst schießt, der schießt dann zuerst. Richtig. Bang, 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 bang. Das bringt mich zu einer weiteren Frage. Ist hier Bang erlaubt? Also wie sieht es denn bei euch eigentlich mit Pyrotechnik aus? Ja, also prinzipiell Rauchgranaten leider nicht. Haben wir getestet, aber in den Gebäuden hier zieht es halt sehr schlecht ab. Ja. Wenn ihr hier 5 Rauchgranaten werft, ist halt hier für einen halben Tag alles dicht. Ja gut, kann ich mir vorstellen. Ja. Ist halt prinzipiell schade, also ich finde auch cool, aber in den Gebäuden hier nicht machbar. Pyrotechnik prinzipiell, also sei es jetzt Bang-Granaten, sind bei uns erlaubt. Allerdings immer vorher mit allen Spielern absprechen. Wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, nee, ich habe mit Gehör nicht so gut, was auch immer, dann wird es weggelassen. Wenn alle Spieler einverstanden sind, kann man das von mir aus sehr gerne verwenden. Eine Einschränkung, Tag-In-Granaten lassen wir nicht zu, weil die sind dann doch immer einen Ticken drüber, sage ich mal. Ja, also wir kennen die ja wahrscheinlich alle und die haben ja auch ganz gut Wumms, also wirklich. Das heißt, vor allem jetzt hier in so einem Gebäude, da haut es die Ohren weg. Das verspreche ich dir, das ist so. Das heißt, bei so einer Tag-In, da brauchst du auf jeden Fall Gehörschutz. Ja, das definitiv. Ich sag mal, die Enolas sind auch laut, aber sind noch okay, wenn man die abkriegt, sage ich mal. Aber bei den Tag-Ins, da wie gesagt, ohne Gehörschutz kann es da schon blöd werden. Und vielleicht noch 2 Sachen dazu. Wir appellieren natürlich immer an den gesunden Menschenverstand.
wenn ich so eine Flash werfe, jetzt nicht unbedingt wie so ein Ball werfen, sondern eher unten, dass die halt nicht unbedingt bei jemandem direkt neben den Kopf hochgeht. Schön in die Kapuze Genau, rein. richtig, ja. Und dann hast du hier Feuerwerk und dann sagst du, Silvester ist erst in 8 Monaten. Was Soll ist jetzt los? man nicht denken, aber man sieht häufig dann hier, den hier, das stehen hinten in 50 Meter mit meiner Flashbang hier abwerfen will. Das soll es nicht unbedingt sein. So, das nicht, ja. Da sind wir quasi immer noch auf dem gleichen Spielfeld, aber wer es sich so gemerkt hat vom Anfang, der hat gehört und weiß es jetzt auch noch, und wenn nicht, dann weiß es jetzt, dass das Spielfeld quasi aus 2 Feldern besteht. Das heißt, wir waren jetzt hier einmal oben über uns und jetzt sind wir unter uns, also aus der Sicht von meinem Vergangenheits-Ich betrachtet. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. So. Ja, auffallen tut mir hier gleich, dass das im Gegensatz zu dem Feld hier oben ja viel weitläufiger ist. Ja. Also nicht weitläufiger, sondern ein bisschen offener. Gestaltet, genau. Ja. Ja, das war auch bei uns die Intention dahinter, dass wir sagen, wenn wir 2 Spielfelder haben, sollen die auch im besten Fall anders zu spielen sein. Und denke, haben wir auch ganz gut hinbekommen. Oben ist halt Hardcore CQB wirklich und hier unten halt... Voll Hardcore, so. Oh. Genau, oben ist er wirklich immer um die Ecke und dann gibt es gleich in die Fresse. Ja. Und hier unten hast du halt auch mal das weitläufigere. Hier kannst du, wenn du willst, auch mal Schusswege von 70 Metern haben. Ist auch ja hier selten, aber man kann es halt hier auch machen. Und natürlich hier unten ist halt nochmal etwas größer. Oben ist ja quasi wie die Hälfte von hier, denn ich habe ja den Lobbyanteil mit dabei. Hier unten habe ich quasi die gesamte Länge von dem gesamten Gebäude. Das sind halt diese 100 Meter, um die 22 breit. Ja. Ja, natürlich auch für das Spielfeld hier unten auch unser Buzzer-System. Ja, unschwer zu erkennen, gibt es leider auch immer ein paar, die auf die Monitore schießen, obwohl ihr es nicht machen sollt. Genau, hier unten habt ihr auch nochmal quasi die Erklärungen zu den verschiedenen Spielmodi, die man jetzt hier einstellen kann. Wir werden jetzt einfach mal zusammen gleich Last Man Standing machen, ist einfach der Einfachheit her, was jetzt quasi wie Team Deathmatch wäre. Ihr habt jetzt hier quasi immer so vorgegebene Spiele, zum Beispiel 20 Minuten Spielzeit, 30 Leben pro Team oder hier drüben dann halt mit 50 Leben das Ganze, um halt einfach drauf zu klicken, dann geht es direkt los. Oder ihr könnt auch hier oben drauf tippen und könnt euch das jetzt quasi selber einstellen. Also jetzt keine Ahnung, ich will jetzt zum Beispiel nur 10 Minuten spielen, wir sind nicht so viele Leute und wir wollen pro Team nur, weiß ich nicht, 10 Leben haben. So, habt ihr eingestellt, klickt ihr unten auf Start. Jetzt ist A und B rot. Dazu habt ihr jetzt immer einen Buzzer. Ich kann ja mal ganz schnell hingehen. Genau, wo ihr quasi drauf drückt. Das ist immer hier an dieser Säule dran. Drüben bei Spawn B genauso. Drückt einmal drauf. Dann wird das System grün. Wenn die anderen auch drauf gedrückt haben, kommt ein Countdown und dann würde das Ganze losgehen. So, und... Ja, jetzt seht ihr quasi, ne, 10-10. So würde jetzt das Spiel losgehen. Genau, hier sind die Buzzer dazu. Hier drückt ihr drauf, wenn ihr gehittet seid. Jetzt werdet ihr quasi gerespawnt, könnt wieder ins Spiel einsteigen. Das System zieht immer ein Leben ab für euch, solange bis halt irgendwann ein Team keine Leben mehr hat. Dann kommt auch wieder das Geräusch, diese Tröte wie gerade eben. Wir machen es mal. So, noch ein Leben. So, wenn wir jetzt drauf drücken, kommt quasi Spielende. So, und auf dem Monitor seht ihr auch, wer gewonnen hat, also welches Team gewonnen hat. Genau, ihr seht jetzt hier quasi das letzte Spiel, Last Man Standing. Team B hat in 45 Sekunden gewonnen, die waren echt schnell. Genau, und so habt ihr auch immer die schöne Auswertung. Seht halt immer, welches Team hat gewonnen, in wie vielen Minuten auch. Also so hat man quasi auch immer ganz klar, ja, sieht man halt, welches Team das Bessere war. Wir haben schon 2-3 Mal erwähnt, du musst hier nicht zwingend deine eigenen Sachen mitbringen. Vor allem interessant für Leute, die überhaupt erst mal reinschnuppern wollen in den Sport, Airsoft. Ist es überhaupt was für mich oder nicht? Die können sich bei euch hier etwas
Ausleihen. Haha. Genau, ja, haben wir halt hier Verschiedenes zur Auswahl da. Prinzipiell unterscheiden wir immer in 2 Pakete. Wir haben das FSK 14 Paket, wie es der Name schon sagt, ab 14 freigegeben. Das wären dann quasi die 0,5 Joule Varianten. Und wir haben das FSK 18 Paket, auch schon im Namen drin, das wären dann quasi die über 0,5 Joule. Ja, da sind wir quasi auch im Bugatti Feldsupport mit drin. Wir haben von Filex Support mit dabei. Gerade bei den 18er Waffen gibt es halt auch viele Filex-Modelle, auch geil zum Einsteigen. Kriegst halt eine MK18, eine PX5 oder auch eine Bugatti AK, also wirklich auch gute Sachen. Wo du sagst, das macht auch Bock damit zu spielen. Ihr habt einen Titan drin, ihr könnt richtig schnell triggern. Auch geil. Bei 05ern haben wir viel die Double Eagle, die haben wir selber angeschafft, weil da haben wir auch schon viel probiert. Weil die bei uns, muss man einfach so sagen, auch wirklich jedes Wochenende einfach nur in die Fresse kriegen, die Knarren. Als Leihspieler, klar, wie will man es verübeln, die geben da halt nicht so viel Wert drauf. Und natürlich auch die rattern die ganze Zeit in Vollauto durch. Da müssen sie auch was auskönnen, also was abhalten können. Und da müssen wir sagen, sind wir mit denen sehr zufrieden. Haben wir einige hier zur Auswahl. Insgesamt haben wir ungefähr 50 Leihausrüstungen frei. Die sind auch oft am Wochenende weg. Also da wieder mal der Hinweis, bitte vorher buchen, gerade wenn ihr ausleihen wollt. Ja, weil nichts ist ärgerlicher, ihr kommt hierher, ihr freut euch auf einen geilen Spieltag und dann ist die Leihausrüstung weg. Wenn nicht so gut, also vorher buchen, herkommen und spielen. So, dann sind wir schon quasi fast durch. Ich sag mal, Fortsetzung folgt. Warum? Das werdet ihr dann später erfahren. Aber 2, 3 Punkte haben wir noch, die uns brennend interessieren. Es gibt ja nicht nur normale Spieltage bei euch, sondern ihr habt ja vermutlich mal sicherlich auch irgendwie Special Events. Richtig, genau. Da haben wir quasi auch einen eigenen Eventkalender. Den findet man bei uns auf der Website. Auf Instagram ist er mit verlinkt, bei Facebook ist er mit drin. Also da kann man auch quasi alle Events für das Jahr schon mal einsehen. Auch mal ganz cool. Genau. Und sind verschiedene dabei. Also was auch mal bei uns gut ankommt, sind die Nachtgames. Nachtgames, das heißt so richtig mit Nachtsichtgerät und alles, ist hier komplett abgedunkelt oder? Ja, also das Nachtsichtgerät ist mehr oder weniger ein bisschen eine Show, was wir halt auch auf die Videos verwenden und sowas, aber im Endeffekt spielt hier keiner bei Nachtsichtgerät. Okay, also wissen wir ja sowieso, die für 4.000 € werden kaputt geschossen. Und, Richtig, ja. Also nee, weil es ist ja schon eine Frage, kann ich, wenn ich kein Nachtsichtgerät habe, bei so einem Game mitmachen, werden sich bestimmt einige fragen, also ja. Das definitiv, genau. Also es ist trotzdem beleuchtet, es ist nicht alles aus. Wir haben zum Beispiel diese rote Beleuchtung dann an den Röhren oben dran, das ist alles so ein bisschen rot, sieht echt cool aus. Dann haben wir auch noch hier und da so ein paar Spots, die noch was mit anleuchten. Ist natürlich deutlich dunkler als ein Tagspiel, so soll es ja auch sein. Ja. Deswegen empfehlen wir auch allen immer klare Gläser für die Brille, für die Maske zu benutzen. Und im besten Fall nehmt ihr noch eine Taschenlampe mit. Ihr dürft sie an der Hand halten, alles cool, halt noch nicht an der Waffe montiert sein. Genau. Aber wenn ich die in der Hand halte, kann man die trotzdem auch gut hier einsetzen bei Nachtspielen, weil natürlich auch Bereiche dunkel sind. Gerade, ihr habt es gesehen, wir haben ja auch zum Teil Tunnel und sowas. Und da ist natürlich dunkel drin. Ja, das ist natürlich gut, wenn ich da mal reinleuchten kann, ob da einer drin sitzt. Macht auf jeden Fall riesen Spaß, nachts auch mal zu spielen. Ist nochmal komplett anders. Tracer vor allem. Ne? Genau, mit den Tracern. Mega, ja. Sieht auch mal geil aus, wenn du dieses rote Licht hast, dann fliegen überall die grünen Tracer rum. Ja. Allein schon optisch gesehen auch super geil, ja. Mega, ja. Okay, und ansonsten Events, was habt ihr sonst noch so? Dann haben wir thematische Events immer noch, also zum Beispiel zu Ostern, Weihnachtsevents haben wir mit drin, halt sowas der Art. Dann haben wir einmal im Jahr unseren Story-Spieltag, da versuchen wir so ein kleines LARP-Event auf die Beine zu stellen. Wobei der auch erst auf dem Vordergrund steht, aber der LARP-Anteil halt auch mit dabei ist. Ist aber jetzt kein richtiges LARP-Event, wo ich sage, ich schieße am Tag vielleicht 2-mal. Das ist da nicht so, es ist trotzdem Airsoft spielen, aber halt mit so ein bisschen Story, allen drum und dran. Dann, was auch sehr gut ankommt, sind unsere Turniere. Haben mittlerweile 3 verschiedene Turnierplattformen. Einmal ein 5 gegen 5 auf dem unteren Spielfeld, ein 4 gegen 4 auf dem oberen Spielfeld und ein 2 gegen 2 auf dem oberen Spielfeld. Kommt immer cool an, machen wirklich so eine richtige Turniertabelle. Es gibt ein kleines Preisgeld zu gewinnen, es gibt einen Pokal zu gewinnen. Halt wirklich auch so ein bisschen, dass halt auch so dieser Turniercharakter halt mit dazukommt. Wir stellen dann natürlich auch Refs aufs Spielfeld, die auch kontrollieren, dass auch jeder rausgeht und sowas alles. Also das haben wir dann alles mit dabei. Und auch ganz cool, das Ganze wird auch immer bei Twitch live gestreamt. Oh, okay. Auch nochmal so ein kleiner Fun-Fact. Also wir haben auch quasi einen Twitch-Livestream. Jeden Donnerstag bei uns ist so eine Donnerstags-Abendrunde. Immer da ist Twitch-Livestream. Und halt zu den Turnieren machen wir das auch mit. Ja. Kann man quasi auch, wenn man nicht hier teilnehmen kann, bei Twitch halt mitverfolgen, wie das Turnier gerade so läuft. Wir haben überall Spielfeldkameras, darauf können wir zugreifen und sehen dann quasi auch live, wo halt das Ganze ist. Da haben wir auch immer mit Kommentator alles drum und dran. Also die Events werden auch dann dementsprechend auch bei Twitch ganz groß aufgezogen. Und wie heißt sie da? Da ist es quasi Area 13-Leipzig. So, wisst ihr Bescheid? Live zuschauen, das habe ich noch nie überhaupt irgendwo gesehen. Das ist ja mega, ey. Wer ist denn auf die Idee gekommen? Sind wir tatsächlich in der Corona-Zeit, hat man ja viel Zeit gehabt. Ja. Und da haben wir quasi die Hallen hier halt alles mit Kameras versehen und das Ganze eingerichtet, dass wir quasi halt bei Twitch, wie gesagt, jetzt immer live auf die Spielfelder mit zugucken können. Mega, Leute. Also selbst wenn du mal verhindert bist,
ja, und nicht hierher kommen kannst, dann kannst du trotzdem mit dabei sein. Genau. Klasse. Das ist ziemlich cool, ja. Und donnerstags machen wir halt quasi immer so eine lockere Talkrunde, gucken bei den Spielen auch mit zu, beantworten Community-Fragen, halt sowas ist immer dann am Donnerstag. Klasse, finde ich gut. Ja, mega. Hey, das ist ein super Angebot, ja. Top. Ja, genau. Ansonsten Events, wie gesagt, guckt einfach mal drauf. Wir haben noch ein paar andere. Wir versuchen eigentlich immer jeden Monat ein Event mit drin zu haben. Letzter Punkt, Leute. Die Preise interessieren uns natürlich auch. Was kostet denn hier? Zum einen, wenn ich hier einfach nur spielen möchte. Zum anderen, wenn ich hier spielen möchte und auch Leihausrüstung brauche. Genau. Das nur hier spielen wäre quasi unser Bio-Paket. Bio steht für Bring Your Own, auch gefragt. Quasi, wenn ich alles selber mitbringe, zahle ich hier 29,95 und kann den ganzen Tag lang spielen, solange die halt hier offen ist. Im Regelfall eigentlich immer von 10 bis 18 Uhr. Das wäre quasi so die normale Regelöffnungszeit. Da zahle ich, wie gesagt, diese aufgerundet jetzt 30 € und kann halt dann mich hier austoben. So, und wenn ich jetzt Leihausrüstung brauche? Genau, da haben wir wieder die beiden Unterschiede, FSK 14, FSK 18 Paket. Das 14er gibt es für 44,95. Hab aber die Spielfeldgebühr schon mit drinne. Weil das ist auch oft gefragt. Also quasi, ihr zahlt diese 45 € und habt für 4 Stunden Spielfeldgebühr mit drinne und halt die Leihausrüstung mit drinne. Ist immer auf 4 Stunden ausgelegt. Wenn wir die Leihausrüstung danach brauchen, müssen wir die 4 Stunden auch leider einhalten. Wenn wir die danach nicht brauchen, könnt ihr auch gerne länger spielen. Das ist mir dann auch egal. Aber nur halt, wie gesagt, manchmal ist es auch so, gerade an Samstagen ist es relativ voll, dass wir halt um 14 Uhr die Leihausrüstung zurück brauchen, weil dann die nächsten Gruppen schon kommen. Und da muss man halt ein bisschen, Und das 18er-Paket, was kostet Genau, das? 18er-Paket liegt bei 59,95. Und da habt ihr dann, wie gesagt, auch Schutzausrüstung wie bei den anderen natürlich alles mit drin. Und ihr habt halt die 18er Waffen, also dann quasi die 1 Jouler oder 1,1, je nachdem, was für ein Modell ist. Und dann, wie gesagt, aber halt auch wirklich dann halt auch Markenprodukte halt von Filex oder halt Begadi. Wie viel Munition ist dabei? 1500 BBs. Das reicht ja aus, wenn nicht. Dann kannst du nachkaufen, BBs kosten jetzt nicht so viel. Genau, kann man mal nachkaufen, aber im Regelfall reicht es eigentlich aus, die 1500 Schuss. Klar, du schießt im CQB immer mehr als draußen, weil einfach 3-2-1 und dann hast du eigentlich gleich überall Spieler da. Aber wenn es nicht die ganze Zeit Vollauto durchrotzt, passt eigentlich. Eben, dann geht das. Ja, Leute, super. Also wisst ihr Bescheid. Ich sag's nochmal, einfach hierher kommen, Spaß haben und dann wieder hierher kommen. Leute, ich habe ja gesagt, Fortsetzung folgt, denn es wird hier einen zweiten Teil geben. Das ist nämlich nicht das einzige Objekt, das ihr habt. Das ist richtig. Ihr habt noch was anderes. Und da sehen wir uns wieder. Oder so. Ja.